Wir sind jetzt vor 10 Tagen auf das Boot gezogen, also meine Frau Sandra, unsere Tochter Olivia und ich. Und ja, wir wohnen hier, wir leben hier und arbeiten von hier. Ganz am Anfang der Geschichte stand eigentlich, ja, wir wollen gehen, und dann haben wir angefangen, Boote anzuschauen. Und wenn du so im Internet Boote recherchierst, dann ist, das ist noch schön und das ist noch schön, und wir hatten wie keinen Kompass, wo wir hinschauen wollten. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, wir müssen zuerst eigentlich mal uns klar werden, was wir denn mit dem Boot wollen, wie unser Leben aussehen soll. Und wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass wir eigentlich leben wollen, dass wir arbeiten wollen. Wenn ich arbeiten will, muss ich in der Nähe meiner Kunden sein. Also ist halt so Ostsee, Nordsee ein Thema. Und dann im Winter, wenn du dir dann so Winter vorstellst, in Norwegen oder auch nur schon Winter in Hamburg, dann ist halt Licht ganz wichtig, dann ist Wärme ganz wichtig. Und das ist jetzt halt ein Boot, wo man wirklich Tageslicht hat, wo man wirklich einen Lebensraum hat, wie der hier oder auch die Büros, die wir haben, wo man wirklich einen Lebensraum hat, wo man auch drinnen sein kann. Es ist nicht ein Boot für die Sommerferien im Mittelmeer, wo man immer draußen ist, sondern es ist ein Allwetterboot. Wir haben auch einen Innensteuerstand, das ist vielleicht ganz wichtig. Wir können bei jedem Scheißwetter, können wir fahren, segeln und sind hier eigentlich geschützt und haben es schön gemacht. Ja, also vergleichen mit einem normalen Segelboot ist wirklich der Decksalon, wo du quasi den Innenraum halt in der Höhe hast, wo du etwas siehst. Also jetzt zum Beispiel, ich koche sehr gern und das hat mich immer geärgert auf anderen Segelbooten. Da bist du im Keller unten, es ist heiß, kannst vielleicht nicht richtig stehen. Hier kann ich richtig stehen, habe Stehhöhe, sehe raus. Es wird einem auch nicht schlecht, das ist noch wichtig beim Segeln, wenn du irgendwie in der Welle bist. Und hier kannst du wunderbar kochen. Du bist auch bei den Leuten, du bist, wenn wir jetzt am Segeln sind und die Familie ist am Segeln, ist draußen, ich bin da irgendwie dabei, das ist sehr schön, das ist sehr wichtig. Und dann haben wir halt relativ viel Stauraum, das ist für uns auch wichtig, weil wir haben wirklich alles von Snowboards, Schneeschuhen, Winterbücher, Olivia hat ihr Mikroskop dabei, also wir haben alles, was wir zum Leben brauchen, haben wir dabei, wir haben sonst nichts mehr. Und dieses Boot hat halt für einen 35 Fuß sehr, sehr viel Stauraum, das war auch wichtig. Und dann der dritte Punkt waren die abgeschlossenen Räume. Es hat hier einen Raum, ich habe unten in der Mittelkabine habe ich mein Büro, Olivia hat vorne ihr Büro, also wir haben wie 3 abgetrennte Räume, und ich kann mir vorstellen, dass ja auch beim schlechten Wetter wir da zu dritt problemlos uns zurückziehen können, arbeiten können, ohne dass wir uns da zu arg auf den Nerv gehen. Sehr, sehr, sehr luxuriös. Eben das Problem ist, ich brauche Internet, ich brauche genügend Strom, und deshalb war uns natürlich auch das Energiekonzept sehr wichtig. Also Sandra ist Modedesignerin, sie hat Nähmaschinen hier, sie braucht Strom zum Nähen, um am Computer zu designen. Ich habe den Computer den ganzen Tag, Olivia natürlich auch. Dann haben wir uns dann irgendwann mal für elektrisch Kochen entschieden. Also wir haben ziemlich großen Stromverbrauch. Wir haben entsprechende Batterien auch, 6 Lithium-Batterien, die das Ganze speichern. Also das ist kein Problem, der Speicher. Aber schlussendlich, alles was wir verbrauchen, muss natürlich irgendwo wieder reinkommen. Wir haben nicht vor, häufig im Hafen zu sein, also vielleicht im Winter oder so, aber im Sommer, wenn wir in den Schären sind oder wenn wir irgendwo sind, dann ankern wir oder ankern direkt an den Schären. Und dann muss natürlich die Energie, die wir verbrauchen, wieder reinkommen. Und deshalb haben wir ein ziemlich ausgeklügeltes Energiekonzept, das mal mit Solar aufbaut und Wind. Also im Sommer ist sicher Solar die Hauptquelle. Wir haben hinten 2 Avansis-Panels, die permanent montiert sind, die eigentlich immer Strom machen, auch beim Segeln. Das wird uns aber nicht reichen. Wir haben nicht genügend Fläche für fest montierte Segel. Und deshalb haben wir dann diese Flynn-Segel gesehen, die wir am Mast hochziehen können. Also immer wenn wir vor Anker sind, können wir die raufziehen, und die große Arbeitslast, also der große Energiebeitrag kommt eigentlich aus den Flynn-Sails.
Und dann, wenn es dann zu viel Wind hat oder schlecht Wetter ist und Wind hat, dann können wir das Solar mit dem Windgenerator ersetzen. Wir haben dann zusätzlich einen Windgenerator, der auch noch 500 Watt Peak macht. So, von dem her sind wir eigentlich im Sommer ganz bestimmt netzunabhängig, weil wir immer entweder Solar oder Wind haben. Und dann hätten wir als Backup noch die Maschine. Also sobald wir natürlich manövrieren, uns fortbewegen, macht die Maschine auch noch Strom. Aber ich denke, das werden wir zumindest im Frühling, Sommer, Herbst nicht brauchen. Klar wurde uns irgendwann, dass wir wirklich beim Nutzungskonzept anfangen müssen. Und sobald hier klar war, wir wollen im Norden, wir wollen autark sein, wir wollen darauf leben, waren dann die Anforderungen sehr klar. Und da gibt es dann nicht mehr viel Schiffe. Also das muss dann eigentlich ein Decksalon sein. Es muss wir wollten außen kein großes Schiff, das ist uns zu groß, zu stressig, zu zweit, zu dritt. Wir wollen, dass es einfach ist zum Bedienen, also außen klein, innen viel Platz, Unabhängigkeit. Und so sind wir dann halt bei Sirius gelandet. Und wenn du die verschiedenen Schiffe von der Sirius anschaust, die sind außen natürlich mehr oder weniger alle gleich, aber die haben innen drin doch sehr viele Details, die sie unterscheiden. Und das ist der Werft auch ganz wichtig, dass sie halt ein Schiff bauen für die Nutzung, die der Kunde halt auch hat. Der Herd, da haben wir einen Induktionsherd, der ein sehr spezielles Kochfeld hat, das ich ausgesucht habe. Und dann haben wir einen Backofen, elektrischen Backofen mit Dampfgarer. Also wir haben hier einen Dampfgarer an Bord. Ich freue mich dann in Norwegen den Fisch direkt frisch aus dem Meer zu nehmen und in den Dampfgarer zu schieben. Wir kochen heute Fisch, also das Menü, ich weiß nicht, ob wir das schon so verraten dürfen. Das gibt Fisch, aber leider nicht selber gefangen. Aber die Idee wäre dann schon, dass wir uns dann in Norwegen selber versorgen mit Fisch aus dem Meer. Wir wohnten immer zur Miete und hatten in der letzten Wohnung wirklich so einen ganz schlimmen alten Elektrischherd. Wir haben uns so gefreut auf Gaskochen, weil Gaskochen einfach toll ist, dass du kannst die Flammen regulieren und das geht so schnell von kalt auf heiß. Von dem her dachten wir uns eigentlich zuerst, Gas ist super. Außer natürlich, was im Schiff immer so ein bisschen ist der Sicherheitsaspekt, wo du eigentlich nicht so gerne Gas hast, weil sich das ja bewegt und wegen Brennen und so weiter. Aber wirklich anzufangen überlegen haben wir da, als wir geplant haben, unsere Reiseroute. Wenn du immer am selben Ort bist, hast du dieselben Gasflaschen, aber Propangas, was wir im Norden brauchen, weil mit Butan geht es nicht, wegen der Kälte. Wenn du mit Propangas gehst, hast du in jedem Land andere Flaschen. Und dann musst du entweder immer die Flaschen suchen oder auffüllen oder du musst die befüllen lassen, einen Gasabfüller suchen. Und wir haben dann ausgerechnet, dass wir etwa alle 3 Wochen eine neue Gasflasche brauchen. Dann haben wir gedacht, jede 3 Wochen das Theater wieder Gas organisieren zu müssen. Wir haben natürlich kein Auto dabei, also wir sind mit dem Fahrrad unterwegs, wenn du dann irgendwo in der Natur, in der Pampa bist. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, wenn wir wirklich unabhängig sein wollen, dann geht es eigentlich nur mit Strom zum Kochen, mit elektrisch kochen, weil den Strom, den können wir produzieren. Also das ist dann so eine Kettenreaktion, also wir sind unabhängig, also kochen wir mit dem Strom, den wir selber generieren können. Und deshalb sind wir dann auf elektrisch gekommen. Und es ist natürlich schon so, es ist viel angenehmer zu kochen. Also die Induktion geht sehr schnell. Und was mich beim Gas immer stört, ist der Backofen. Du kannst nicht richtig backen. Wir werden Brot backen, also dass du wirklich Brot backen kannst. Wir haben hier einen richtigen Backofen mit Heißluft, Oberhitze, Unterhitze. Wir haben auch einen Dampfgarer eingebaut. Ich koche sehr gern mit Dampfgarer, Fisch, Gemüse und so weiter. Und da hast du natürlich mit elektrisch viel mehr Möglichkeiten. Also das Kochfeld ist gedacht für 16 Ampere bei 220 Volt, also es läuft auch auf 220. Und damit kannst du in einem großen Hafen natürlich kochen. In vielen kleinen Häfen hast du aber nur 6 Ampere Sicherung, 10 Ampere, dann hast du schon ein Problem, weil du auch am Land nicht genügend Strom hast.
Und wir haben jetzt das so ausgelegt, dass wir mit 6 Lithium-Batterien eigentlich genügend Power haben, um den voll zu betreiben. Das heißt, es gibt dann einen 3 Kilowatt Inverter, der aus den Batterien Strom macht. Oder auch wenn ich am Land Strom bin, dann kann ich vom Steg ein bisschen Strom nehmen, aber den dann aus den Batterien noch boosten. Also die Idee ist eigentlich, dass auch der Landstrom dann von den Batterien unterstützt wird, damit ich wirklich kochen und backen und so kann. Weil das würde ich auch in den meisten Häfen gar nicht schaffen, dass ich so viel Energie kriege. Die Hauptproduktion der Energie kommt von den Flynn-Sails. Ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung, aber die machen doch ziemlich viel. So, jetzt haben wir Mai in Norddeutschland und ich denke, ich schaffe da so 2,5 Kilowattstunden an einem Tag zu produzieren. Die fangen wirklich morgens früh an und bis abends spät kommt da Saft raus. Ich habe 6 Panels drauf mit gesamthaft 520 Watt Peak. Also das ist nicht so viel. Aber dadurch, dass man die ausrichten kann, machen sie wirklich am Morgen deutlich weniger. Ich war da mal zu faul und habe sie einfach horizontal gelassen und dann habe ich die Messung angeschaut und dachte, ja, ist nicht so viel, und dann habe ich sie gekippt und das macht dann schon 40-50% mehr aus. Also wenn man das ein bisschen nachreguliert und den ganzen Tag da die Sonne rauf scheint, dann gibt das ziemlich Power. Das heißt also schon mit den Flynn-Sails an einem halbwegs sonnigen Tag können wir mehr Energie produzieren, als wir mit all unseren Computern, Nähmaschinen, Navigation und Kochen überhaupt verbrauchen können. Also wir haben eigentlich wirklich mehr als genug Stromenergie zur Verfügung. Die Hauptenergieproduktion ist bei mir eindeutig die Flynn-Sails, aber die 3 Quellen ergänzen sich für mich, weil die Flynn-Sails, wenn es dann windet, nehme ich die runter oder beim Segeln sind die natürlich unten und dann habe ich immer noch die 2 Panels hinten. Die liefern ziemlich gut auch, aber die Fläche ist natürlich etwas kleiner, aber das gibt so einen Grundstrom. Und wenn ich jetzt vor Anker bin und es stürmt 3 Tage, dann werde ich die Flynn-Sails auch nicht montieren können, aber dann habe ich den Windgenerator. Also die Idee ist wirklich, dass ich halt je nach Situation aus den verschiedenen Quellen die Last habe. Und da ich mit den 7 Kilowattstunden in den Batterien ziemlich viel Puffer habe, macht es auch nichts, wenn ich 2 Tage mal zu wenig habe, weil die dann das wieder aufholen können. Also das Flynn-Sail hat mir mal ästhetisch sehr gut gefallen. Ich habe da in der Yacht so ein Foto gesehen und dann habe ich das geschaut und jetzt habe ich gesagt, ja, das ist so eine Spielerei. Und dann habe ich halt angefangen, meine Energiebilanzen zu machen und habe einfach gemerkt, ich kriege mit keiner anderen Lösung genug Energie in mein Schiff. Wenn wir so viel brauchen wollen, die muss irgendwo herkommen, das geht nur mit dem Flynn-Sail. Und das ist einfach der einzige Ort, wo ich so viel Fläche habe. Und eigentlich ist das so, das Flynn-Sail ist eigentlich immer oben, wenn wir nicht segeln. Also wollten wir das möglichst einfach und jetzt haben wir es in der Dusche, weil wir ja beim Segeln meistens auch nicht duschen gleichzeitig. Und jetzt ist das da gut verstaut und einfach rauszunehmen. Und die Idee ist, wir kommen in den Hafen oder einen Ankerplatz und dann ist so die erste Aktion Boot festbinden und die zweite Aktion Flynn-Segel aufziehen und dann wieder Stecker rein, damit wir die Batterien wieder schön laden können. An einem schönen Nachmittag habe ich mal so 32 Ampere gesehen auf dem Zähler und da waren dann, gerade auch die von der Werft waren dann da schon ziemlich beeindruckt, weil die hatten ja wirklich Sorgen, dass ich zu wenig Energie habe. Und als sie dann da gesehen haben, dass da das Flynn-Sail 32 Ampere in die Batterien reinstößt, das war dann schon ziemlich cool.